Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Bayern-Fans. Was war das denn heute für eine Gefühlsachterbahn beim Spiel gegen SC Freiburg? Nach 20 Minuten dachten alle irgendwie, okay, so ein Spiel zwischen Länderspielpause und FC Arsenal. Die Köpfe sind überall, bloß nicht auf das Spiel fokussiert gegen SC Freiburg. Aber am Ende steht ein 6:2 für den FC Bayern München. Und fangen wir mal von vorne an. Kleine Rotation beim Spiel gegen SC Freiburg. Im Tor Manuel Neuer natürlich drinnen nach Magen-Darm-Infekt und ein paar Tagen Pause im Training. Auch wieder im Tor der Bayern. Stanisic auf der linken Seite, Upamecano in Verteidigung und Bischof auf der rechten Seite. So ein bisschen Abwehr, die so auch die Saison noch nicht zusammengespielt hat. Dann auf der Doppel-6 Goretzka mit Pavlovic. Karl diesmal auf der linken Seite für Olise, der auf der 10er-Position für Gnabry spielt, der leider verletzungsbedingt nicht mitspielen konnte. Luis Diaz auf der rechten Seite und Kane dann ganz vorne mit drinne. Ja, und wie ich gerade schon angesprochen habe, nach 12 Minuten steht es denn schon 1:0 für den SC Freiburg. Die Bayern so ein bisschen schläfrig, die ersten 20 Minuten überhaupt fast zu schläfrig, sage ich jetzt mal. Und so ein bisschen vielleicht auf dem Kopf wirklich schon beim Spiel FC Arsenal nächste Woche. Da steht es 1:0, auch wieder Standardsituationen, die auch schon gegen Union nicht so gut verteidigt wurden. Und Suzuki macht in der 12. Minute das 1:0 für den SC Freiburg. In der 18. Minute die nächste Standardsituation und da steht es auch schwuppsdiwupp auch schon das 2:0 von Mansambi, der so ein bisschen abgefälscht, so Kopfball halt so ein bisschen über Manuel Neuer rüberköpft nach einer Ecke. Sah auch ein bisschen komisch aus, aber ja, was soll man sagen? Nach 18 Minuten steht es da schon 2:0 für den SC Freiburg und ich war so ein bisschen auch, ein bisschen aufgeregt, sagt man so. Es sah nicht gut aus am Anfang für den FC Bayern, die auch erst in der 20. Minute den ersten Schuss aufs Tor hatten, aber danach, ab der 22. Minute, ging da so ein bisschen die Bayern-Party los und der SC Freiburg wurde dann ordentlich auseinandergenommen. 22. Minute, denn Karl nach Vorarbeit von Olise mit dem 1:0. Auch Karl heute beim Spiel generell ein super Spiel gemacht. Der Youngster, der heute auch wieder mal bewiesen hat, dass er ein gutes Talent ist, ein großes Juwel ist, der auch nochmal ein bisschen von Kompanie zurechtgeschliffen werden muss. Also wie gesagt, Lennart Karl heute ein super Tor gemacht. Und kurz vor der Pause dann, 47. Minute, Olise mit dem Ausgleich 2:2, hat den SC Freiburg auch so ein bisschen zugesetzt. Natürlich ein guter Zeitpunkt da, Ausgleich zu machen, bevor man dann in die Kabine geht. Und da dann die Vorarbeit Lennart Karl. Und Bayern kam natürlich dann auch gut aus der Kabine wieder raus, hat so weitergemacht, wie sie aufgehört haben in der ersten Hälfte. Standardsituation bringt dann die Führung für die Bayern am heutigen Spieltag. 55. Minute Upamecano. Vorarbeit wieder Olise, der eine schöne weite Ecke auf den zweiten Pfosten schlägt. Upamecano sich ein bisschen nach hinten orientiert hat und da einfach frei einschieben konnte. Also es ging auch zu einfach für die Bayern in der zweiten Hälfte. Dann haben wir noch ein schönes Tor gesehen von Harry Kane. Vorarbeit Pavlovic, da war so ein bisschen abgefälscht von Pavlovic in den Lauf von Harry Kane, der ganz trocken abzieht. Trockener Schuss so aus 8-9 Meter für die Bayern. Keine Chance für Atobolu, dem Torhüter von Freiburg. Und dann haben wir noch eine Einwechslung gehabt in der 71. Minute. Nicklas Jackson dann für Karl im Spiel und prompt macht Nicklas Jackson sein Tor, nachdem er jetzt auch bei der Länderspielpause für den Senegal getroffen hat mit 2 schon Toren gegen Kenia muss es gewesen sein. Und auch da wieder Olise mit feiner Vorarbeit sieht den freien Jackson, der auch ganz trocken rechts unten einschießen kann. Und dann hatten wir noch eine richtig gute News. Hiroki Ito auch wieder auf dem Feld für die Bayern nach langen Verletzungspausen und Mittelfußbrüchen. Er heute wieder auf dem Feld. 83. Minute Doppelwechsel der Bayern. Ito und Wisdom Mike aufs Spielfeld. Pavlovic runter und Harry Kane runter. Und dann ist es zum Schluss nochmal der 6:2 Einstand. Olise nach Vorarbeit von Ito, der quasi seinen ersten Scorerpunkte hier holt. Und markiert das 6:2. Olise, der Man of the Match diesen Spieltag, also wirklich mit so viel Vorlagen und so viel Toren.
Und Bayern hat dann aus 2,45 Expected Goals dann 6 Buden gemacht. Wie gesagt, war so ein bisschen Gefühlsachterbahn an dem Spieltag. Die ersten 20 Minuten zu vergessen und dann richtig abgeliefert. Und Freiburg ist dann, wie gesagt, so ein bisschen in die Einzelteile zerfallen. Ansonsten 22 Torschüsse zu 8 Torschüsse, 72% Ballbesitz für die Bayern. Und wenn wir jetzt einmal auf die Tabelle gucken, hat der FC Bayern München natürlich jetzt schon einen großen Abstand. Leipzig spielt morgen noch, wie gesagt, die haben ein Spiel weniger, könnten natürlich noch auf Platz 2 rücken. Momentan jetzt Leverkusen auf Platz 2 mit 23 Punkten, also 8 Punkte Vorsprung, die Bayern. Und sage und schreibe nach 11 Spieltagen, die Bayern, eine magische Marke auch wieder gebrochen, 41 geschossene Tore und 8 Gegentore. Also da auch nach 11 Spieltagen eine ordentliche Tordifferenz von 33 Buden. Das ist auch Wahnsinn, was der FC Bayern dieses Jahr oder diese Saison wieder runterspielt. Dann Dortmund kriegt nochmal einen Last-Minute-Ausgleichstreffer gegen Stuttgart, bleiben auf der 3 mit 22 Punkten. Wie gesagt, RB Leipzig spielt morgen noch ein Spiel am Sonntag gegen Bremen. Die könnten dann nochmal auf Platz 2 rücken. Und falls es nicht so bleibt, wie gesagt, dann 8 Punkte Vorsprung. Und das war natürlich ein super Spieltag für die Bayern. Hoffen wir natürlich, dass Leipzig morgen noch ein paar Punkte lässt. Und dann geht es nächste Woche rein. Champions League wieder. Und zwar gegen FC Arsenal. Erster gegen Zweiter diesmal. Und wie schon beim letzten Spieltag, das Topspiel damals, ja, Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München. Und schauen wir mal unter der Woche, wie die Bayern sich machen. Seid dabei, auch bei mir, beim Livestream unter der Woche in der Champions League und dann am folgenden Samstag dann gegen St. Pauli und da können die Bayern wieder die nächsten Punkte einholen, aber jetzt natürlich nach den 6:2 erstmal morgen wahrscheinlich dann Training ein bisschen auslaufen und dann voller Fokus dann auf die Champions League und dann die nächsten 3 Punkte einhamstern, um gut dazustehen für hoffentlich die nächste Runde denn in der Champions League. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bleibt gesund. Und mir Samir, rot-weiße Grüße gehen raus an alle Bayern-Fans. Und danke, dass ihr das Video geschaut habt. Und wir sehen uns. Bis dann. Schönen Abend noch. Ciao.